Irgendwann stand Ali vor unserer Tür. Er sah total ungepflegt aus. Lange Haare und ein Zottelbart. Ich musste zweimal hingucken, bis ich ihn erkannte. Sein Kaftan war nicht gerade der sauberste. Er trug Flipflops an den Füßen. Die Zehennägel bedurften dringend einer Pediküre. Frank wurde unzählige Male geküsst und auf die Schulter geklopft und gelobt, weil er ja einen Sohn gezeugt hatte. Ali war mittlerweile mit einer bildhübschen 17 Jahre alten jungen Landsmännin verheiratet, die verschämt lächelnd unter sich guckend neben ihm stand. Diese Frau haben meine Eltern, als sie noch ein Kind war, schon für mich ausgesucht, prahlte er und lobte seine moderne Ehe. Weil mir das auf die Nerven ging, fragte ich ihn, ob seine Frau auch Entscheidungen treffen dürfte. Und Ali meinte, natürlich kann sie Entscheidungen treffen, beziehungsweise sie kann ihren Wunsch dazu äußern, aber letztendlich entscheide ich. Und er ließ auch durchblicken, dass, wenn sie nicht spurte, er mit harter Hand durchgreifen würde. Ich war völlig entsetzt. Hast du deine deutschen Freundinnen auch geschlagen? Fragte ich ihn. Das würde ich doch nie versuchen, antwortete er, eine unreine Frau zu erziehen, vor der ich keine Achtung habe, die nicht meinen Glauben hat. Na, das würde ich überhaupt nie tun. Ehe ich darauf was erwidern konnte, beendete Frank das Gespräch, indem er Ali um eine geschäftliche Auskunft bat. Als sich die beiden kurz darauf verabschiedeten, funkelte Frank mich böse an. Und mir war das egal. Also ich wollte mir nicht meine Meinungsfreiheit komplett nehmen lassen. Einige Tage später kam der Chef der Coast Guard zu Besuch. Er schenkte Frank einen wunderschönen arabischen Säbel, der aus massivem Silber gehämmert war, und drückte dem Kind ein kitschiges grünes Gummipferdchen in die Hand. Der Mann hieß auch Talal und war außer sich vor Freude, als ich ihm Konstantin in die Arme legte. Eifrig forderte er Frank auf, Fotos von sich und dem Jungen zu machen. Und dabei murmelte er immer zärtlich, Koyis, Talal, Kolo Koyis. Irgendwie war das für mich seltsam mit anzusehen, wie sehr der Araber sich über den männlichen Zuwachs in unserer Familie ereiferte. Denn ich war mir schon darüber im Klaren, dass er einer Tochter keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Als er sich später sichtlich ungern verabschiedete, steckte er die Polaroid-Fotos von sich und unserem Sohn stolz in seine Hose unter dem langen Gewand. Am nächsten Tag herrschte regelrechter Aufruhr im Camp. Die Frauen liefen zwischen den Häusern aufgeregt hin und her. Kurz darauf kam ein Bus, in dem die Männer saßen, die soeben aus dem Gefängnis entlassen worden waren. Auch ich stand an der Straße zum Meer und winkte ihnen zu. Alle waren mit Handschellen gefesselt und durften sich nur kurz von ihren Angehörigen verabschieden. Danach wurden sie zum Flughafen gebracht und mussten mit der nächsten Maschine das Land verlassen. Einige Frauen weinten, aber alle waren glücklich, dass die Männer nun endlich den schrecklichen Ort, an dem sie über ein Vierteljahr verbracht hatten, verlassen durften. Danach ging das Leben im Camp weiter seinen geregelten Gang. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos hapert das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald.